Viel Spaß euch beiden heute Abend noch. Also bis später. Tschüss. So, warte mal, die Sachen nimmt Anne mit. Das heißt, wir gehen direkt rüber jetzt, ne? Wir fahren jetzt mit unserem Auto eine kleine Spritztour, habe ich. Ja, es ging so ums Stichwort Jaguar. Ja, genau. Das hat sie auch mal gesagt. Ja. Und da wurde ich gebeten, doch mal meinen E-Type mitzubringen. Und wir drehen einfach eine kleine Runde. Ja gut, fein. Ja. Ja, wobei ich hatte gar nicht damit gerechnet, dass du einen E-Type hast. Natürlich. Aber das ist wirklich so, wenn du mit englischen Autos, das muss schon so eine Leidenschaft sein. Die sind einfach nicht so alltagstauglich. Ja, sowas ist natürlich das ist echt ein Traum. Ja, bei der Schreiberei ist das irgendwie, ja, es ist mal so, am Anfang ist es unglaublich quälend, so ein Buch irgendwie von vorne bis hinten erstmal so durchzukonstruieren. Und das ist dann meistens stilistisch auch so schlecht. Ja, aber ich muss sagen, dieses Fleisch ist mein Gemüse, Ja. bin ich noch nicht ganz durch, habe ich aber angefangen. Du bist ja ab der zweiten Seite drin. Das finde ich so toll. Ich habe aber immer so, bei dem Fleisch, beim Gemüse, ich habe das ja auch nicht geschrieben, um Erfolg zu haben, sondern ich habe das so geschrieben, weil ich hatte original nichts zu tun, weil mehr oder weniger, das war für mich so eine AWM-Maßnahme, wenn du so willst. Ja. Und so habe ich eigentlich immer alle meine Sachen angegangen und ich habe auch, als ich das gemacht habe, war ich schon 40 und hatte gar keine, ich hatte gar nicht mehr die Idee, noch mal irgendwie so irgendwie einen Durchbruch zu haben oder so. Ja, aber das ist es ja. Das war ja genau wie was ich vorhin sagte mit unserer ersten Ja. Band. Da haben wir auf den Erfolg hingearbeitet und es hat nicht funktioniert. Ja. Und in dem Moment, wo du eigentlich damit abgeschlossen hast und dann machst einfach so drauf los, dann klappt's. Ja. Also das ist verrückt. So, wie ist das hier mit dem Mercedes? Wem gehört der denn? Gehst du rechts rein, dann geh ich hier rein. Nun war es ja bei uns so, waren ja von Anfang an irgendwo so kommerziell oder wurden auch von unserer Szene, aus der wir kamen, mehr oder weniger verteufelt als Kommerzschweine sozusagen. Ja. Dann ist das schon eine andere Ausgangsposition. Dann nach dem Motto ist der Ruf erst ruiniert, lebt es sich ganz ungeniert und dann, weiß ich nicht, sucht man sich die Sachen so ein bisschen aus und letztendlich ist es ja so, wie man sich auch selber verkauft. Ne? Ich habe ja damals irgendwie auch bei Viva, ich habe ja ein Dreivierteljahr so eine Sendung gemacht, die hieß Fleischmann TV. Ja, habe ich auch mal gesehen. So, und, wusste ich gar nicht erst, dass du das warst. Fleischmann TV ist ein Sog ohne Entrinnen und hat eine eingebaute Progression. Das heißt, sie wird immer besser. Es ist extrem billiges Fernsehen in einer extrem teuren Verpackung. Die teure Verpackung bin ich, obwohl ich fast immer meine Wohlfühlklamotten anhabe. Ich meine, dass Bequemlichkeit und gutes Aussehen kein Widerspruch sein muss. Also ich glaube ja, dass man, wenn man humoristisch tätig ist, dass das erst ab 30 oder so losgeht. Mhm. Es gibt ja kaum Leute, das einzige Ausnahme ist vielleicht Otto Waalkes, der mit 19 schon so auf der Höhe seiner Kunst war, jetzt unabhängig von dem, was er jetzt macht. Ja, ja. Aber eigentlich so auch Monty Python oder Loriot, oder kannst nehmen, wie du willst, die waren alle meistens schon so 40, als es so abging. Bei der Musik ist das irgendwie, habe ich das Gefühl, oder nicht das Gefühl, sondern weiß, es ist halt umgekehrt. Ja, ja. Und deswegen finde ich das bei euch das Phänomen so erstaunlich, dass ihr macht ja keine Erwachsenenmusik. Das ist ja immer noch, bedient ja immer noch ein total junges Publikum. Und dass ihr das irgendwie hinbekommen habt, obwohl ihr überhaupt nicht mehr in diesem sozusagen im Pop, in diesem Pop-Alter 20, 25 seid, ja, dass ihr trotzdem irgendwie immer noch so am Puls bleibt. Ja, aber das hängt, glaube ich, auch damit zusammen, wie man selber lebt. Und für mich ist es ja nach wie vor so am Wochenende, dass ich irgendwie
Also jetzt nicht mehr wie früher, wo du 4 Tage in die Disco musstest, so wie mit in den 20ern. Aber ich habe das so, wenn du so nett mit Freunden essen gehst und so weiter, finde ich alles schön und gut. Aber bei mir kommt immer noch der Punkt, wo ich denke, so jetzt muss ich in den Club. Mir ist das noch zu langweilig. Ich kann dieses seriöse Leben, was ja bei Gleichaltrigen so ist, die gehen ja, was weiß ich, man trifft sich mit Freunden, man kocht, dies und das, ist ja alles schön und gut. Aber wer geht denn da noch groß in den Club? Die sind doch alle viel zu faul, dann sagen sie, oh, ich muss morgen früh raus, ich muss zum Golf oder so. Also ich kann das nicht, wenn man nur noch übers Leben schwadroniert und selber gar nicht mehr so richtig dran teilnimmt. In der Literatur ist es ja sowieso so, dass es also wirklich sehr wenige richtige Stars gibt, die gesichtsbekannt sind und also so wirklich, ne, also wo du im Buch einem bestimmten Typen so sofort zuordnest, ja. Und wo die Schriftsteller auch noch so Performance-Qualität haben. Ich werde jetzt mal ein pinkfarbenes Büßergewand schlüpfen, eine kurze Passage vorlesen. Ein Schützenfest in Hamburg-Moorwerda. Wir gingen ab hinter die Bühne zum Umziehen. Verstohlen musterten wir gegenseitig unsere deformierten Körper. Gurki, typischer Leptosom mit dünnen Ärmchen und Beinchen, sah aus wie ein zerrupfter Truthahn. Bleich, unzählige Leberflecke, trotz schmächtiger Erscheinung Schwimmring und Autofahrerbäuchlein. Norbert, jugendlich straffe, leicht gebräunte Haut, jedoch als schweres Handicap ausladendes Becken. Er war rompenförmig. Jens, untersetzt feist vierschrötig, Typus Hummel. Thorsten, Pütniker wie aus dem Lehrbuch, Rücken, Schultern und Brust stark verpickelt. Oberschenkel dick wie Fußgängerampeln, trotzdem fest, kompakter Gesamteindruck. Ich, weiß wie eine Wand, komplett zugepickelt, wenige unsymmetrische Haarinseln, Ansatz zur männlichen Fettbrust, den sogenannten Herrentitten. Trotz Normalgewichts irgendwie eingefallen, schwabbelig wirkend. Ich zum Beispiel würde mir sowas nie zutrauen, obwohl ich ja auch nun hier mit Bühne und so weiter. Ich habe ja einmal so ein Experiment gewagt. Ja, Thomas Bernhard. Ja, mit diesem Hörbuch. Das war aber auch so, du kennst das, dann kommen irgendwie Anfragen, dann denkst du, ach, klingt ganz interessant, ist mal was anderes. Und ich sage ja immer, einfach mal ausprobieren. Ja. Entweder es geht in die Hose oder nicht. Und ich fand das dann ganz interessant, aber dachte dann, gut, man muss das nicht unbedingt nochmal machen, weil ich festgestellt habe, dass meine Stimme, wenn man nur liest, doch sehr monoton ist. Und ich glaube, dass es als Einschlafhilfe gut geeignet ist. Die Schwester des Pfarrers. Die Schwester des Pfarrers erkrankt eines Tages und als sie wieder aufstehen darf, stellen die Leute fest, dass sich ihre Krankheit auf ihr Gehirn geschlagen hat. Sie treibt, was ein normaler Mensch unter normalen Umständen niemals treibt. Beispielsweise tanzt sie einen Myrtenkranz schwingend über den Dorfplatz, wobei sie die Zunge herausstreckt und unverständliche Laute ausstößt. So, hier sind wir bei Pirate Style. Hallo, Holger. Einen schönen guten Tag. Wie sieht's aus? Immer bestens. Heinz. Heinz. Hallo, hallo. Was führt euch zu mir? Ja, auch mal gucken, was es so Neues gibt. Und ich habe dummerweise meinen Ring. Also wir hatten ja jetzt diese New York Show und da ist mein toller Totenkopfring. Den hast du dir vom Kopf gehauen. Nee, der ist so, ich mache eine Bewegung ins Publikum und der Ring weg und ich habe noch alles absuchen lassen. Das ist er. Der für 2,48. Ring, ja? Genau. Na super. Ja, ich habe noch ein paar Rohlinge oben, dann könnten wir anpassen. Heinz, kennst du die Sachen überhaupt von Pirate? Ja, also so ehrlich gesagt mehr so vom, also ich war hier, war ich noch nie. Also ich kenne ihn nur vom Tragen, also ich Kennst weiß. du vom Hören und Sagen? Nee, ich kenne es nicht vom Hören sagen, aber also wenn jemand den Style hat, dann sehe ich das schon. Das ist ne, so. Und ich hatte auch mal so eine Affinität dazu, aber irgendwie jetzt bin ich bin sozusagen zum Anzug so gewechselt. Ja, aber was ich da zum Beispiel, du trägst ja dieses Kreuz, was ich sehr gut finde, und da finde ich ja so mit Accessoires, was weiß ich so. Wenn du mir jetzt ein neuer so Styleberater wirst. Nee, och, ich glaube, da hat er schon seinen eigenen Stil. Eins, mit diesen Mustern eins hier, sowas. das war was du
Aber dann hatte der V-Ausschnitt nicht gefallen, der war ihm zu Genau. mädchenhaft. Aber so ist das denn nicht. Kommst du mit dem T-Shirt an? Ja, das sind so aus alten Heavy-Metal-Shirts, Ja. diesen Monster-Shirts, die kaufen wir auf dem Dom und auf dem Kiez und die schnibbeln wir auseinander und kollagieren die dann da so zusammen. In die Szene will ich auch noch mal rein. Man soll die Hoffnung nie ausgeben. Ja, genau. So ein Ding, das wusste, die machen ja alles, echt alles selber. Original. Ja, wir sind der letzte Handwerksbetrieb in der Hamburger Innenstadt hier. Wir halten die Fahne hoch. So, wenn wir hier weiter folgen wollen, ins Allerheilige. Hier, den würde ich gerne dir noch umhängen. Ja, das hatten wir nämlich damals schon. Und da sagte ich, wenn du nämlich zum Beispiel... Ja, bist du ein Mädchen oder? Nein, aber wenn du mal, was weiß ich, wenn du mit der Gitarre oder so, das ist... Wohl schlecht ist der nicht. Ja, also ich meine... Finde ich jetzt auch irgendwie... Aber Heinz, nicht so dein Style, so mit den Accessoires und so Nee, weiter? ich bin jetzt irgendwie echt auf so... also ich kaufe immer ein, ich weiß nicht, ob ihr den Laden kennt, bei Männersache. Das ist so ein Second-Hand-Laden, direkt an der Musikhalle. Der ist total super. Also die haben also eigentlich kein Second-Hand, sondern so Kollektionen, die irgendwie dann so 1, 2 Halbjahre her sind. Also wenn ich jetzt abends ausgehen würde in Hamburg, essen gehen oder so, dann habe ich eigentlich so Jeans, Hemd, paar Ketten. Und wenn ich auf die Bühne gehe, wird natürlich voll aufgerüstet, ne? Mit allem, Ich was dachte, geht. dass du dann da lieber so mit der Langhaarperücke und so ganz unerkannt... Nö, ach, also das weiß ich nicht. Also Ist das nicht so, verkleiden, wenn verstecken muss ich mich nicht. Beim Essen da sitzt und dann kommt da einer und labert dir da rein. Nee, du weißt ja, die Hamburger sind auch eher so ein bisschen zurückhaltend. Deswegen ist das hier auch angenehm zu leben, finde ich. Ich glaube, wenn du in anderen Städten bist, ist das vielleicht nicht ganz so. Außerdem ist man hier ja, weiß ich, die Leute haben sich auch daran gewöhnt. Hier sind ja nur mehr Leute, die irgendwie bekannt sind. Das gehört irgendwie dazu. So, ich mach Licht aus, ja? Okay. Einverstanden.